A reading from the Gospel of John, chapter 20. Glory to you, Lord. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus had loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon, Petrus, ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. As she wept, she bent over to look into the tomb, and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had been lying, one at the head and the other at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." When she had said this, she turned around and saw that Jesus was standing there, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Do not hold on to me, because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Christ. Mary comes to the tomb certain of what she will find that first Easter morning. She comes with a spirit weighed down by grief and with expectations conditioned through years of experience. She comes to the tomb expecting to find everything in its place: the stone secure at the entrance, the body secure inside. Es ist Nacht, finstere, dunkle Nacht. Maria fröstelt. Sie zieht den Umhang fester um sich. Ihre Augen suchen die Stelle, wo sie den Stein hingerollt haben müssen. Dort drüben zwischen den Wachen, da muss es sein. Sie umklammert den Flakon mit dem kostbaren Öl fester. Der Gedanke an ihn zerreißt ihr das Herz. Er ist tot, der Geliebte, der Freund. Wie gern hätte sie ihn ein letztes Mal noch umarmt, ihn noch ein letztes Mal gehalten. Doch sie weiß, es gibt kein Wiedersehen. She is so certain that this is what she will find. In fact, that when she sees the stone rolled away, there is only one explanation.
They have taken away my Lord, and I do not know where they've laid him. She says it first to the disciples and then to that mysterious figure milling around in the early morning light. Maria erschrickt. Der Stein. Wo ist der Stein? Ihr Blick fällt in die Höhle. Sie sucht die Wände, den Boden, das kleine Felsengrab mit ihren Augen ab. Doch nichts, niemand. Das geht doch nicht, schreit es in ihr. Das darf nicht sein. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie blickt sich um. Nichts. Sie ruft. Nichts. In der Ferne schreit ein Vogel. Mary is looking for a logical explanation for that scene on Easter morning. And we can understand that, I think. I'm sure I would have done the same. But Easter isn't about logic. It's not about the way we expect things to go. It's about God's great surprise. Maria wiegt das Ölfläschchen mit dem kostbaren Salböl in ihrer Hand. Wozu jetzt noch Öl für einen Toten? Sie öffnet den Flakon. Einen Moment lang überlegt sie, soll ich alles wegschütten? Es ist doch Traueröl. Doch dann besinnt sie sich. Sie nimmt ein wenig Öl, es duftet herrlich nach Rose und Lavendel. Zögernd tupft sie sich ein wenig auf die Stirn. Der Duft breitet sich aus, sie schließt die Augen. Sie hört die Vögel in den Bäumen. Ein neuer Morgen kündigt sich an. In der Ferne weicht das Dunkel dem ersten Morgenstreif. On this night, we remember that God has always been fond of surprises. We read of one surprise of God after another, a creation teeming with beauty and life, a way through the sea to freedom, a feast offered for all without money, without price. And the prophet Isaiah speaks of God's surprise in this way, as the gift of a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning. I know what it means to offer a garland instead of ashes. A garland of flowers is a sign of life and celebration, and that's a pretty good trade for a pile of ash, a sign of mourning and loss. But the oil of gladness, what is that? I don't know if anybody knows exactly for sure. This is old poetry from a world far removed from ours. But there are many glad uses for oil. Maybe the oil of gladness fills the lamps that line your way home, lights making your pathway through the darkness a little bit brighter. Maybe the oil of gladness is what you put on your face to make it shine a little. Maybe the oil of gladness is the little bit marking your forehead to remind you of the cross traced there in your baptism, marking you always as God's own. Als Maria den Duft des Öls an sich wahrnimmt, erinnert sie sich an ein Wort, das sie einmal über Jesus gehört hat. Der Geist Gottes ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden die gute Botschaft zu bringen, dass ihnen Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Maria muss ein wenig kichern, weil sie sich nun selbst das Öl auf die Stirn getupft hat. Ich bin jetzt auch eine Gesalbte. Sie lächelt. Die ersten Sonnenstrahlen wärmen ihr Gewand. Ich könnte doch jetzt wie Jesus auch gehen zu den Lebenden und ihnen die frohe Botschaft bringen. Ich könnte sie mit diesem Freudenöl salben. Ja, ich sollte zu den Lebenden gehen. Der Gedanke gefällt ihr. Da sieht sie den Engel. Der Herr ist auferstanden und geh und sag es den anderen. Der Herr ist auferstanden? Er ist wahrhaftig auferstanden? Jetzt muss sie tatsächlich laut lachen. Der Herr ist auferstanden? Sie kann ihr Glück nicht fassen, aber sie will es glauben. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Whatever the oil of gladness is, it's a surprise. It's not what we expect, Isaiah reminds us. We know that there is much to mourn in our lives, in the world around us, but in the middle of this messy life, God comes with a great surprise, with gladness and with joy, with light for our paths and the promise of a way forward toward justice and peace, with brightness for our faces and the promise that death will be defeated, with the reminder that we are united with Christ and the promise that we too might walk in newness of life. We can't explain it. We can only marvel at God's surprise. Maria bricht auf, zurück zu den anderen. Der Herr ist auferstanden. Sie murmelt es leise vor sich hin, immer wieder. Er ist wahrhaftig auferstanden. Sie ruft es laut in den Garten, probiert es aus. Der Herr ist auferstanden. Doch die Vögel kümmern sich nicht um sie. Sie geht jetzt schneller. Sie hat jetzt ein Ziel und eine Aufgabe. Immer wieder bricht die Freude aus ihr hervor. Das kann nicht wahr sein, das ist unglaublich. Und doch, das ist Ostern. Eine unglaubliche, eine unaussprechliche, eine göttliche Freude erfüllt sie. That's how Easter comes to Mary. She comes expecting loss, expecting sorrow, expecting mourning, and instead she finds the oil of gladness, lighting her path, brightening her face, sending her on with good news to tell. And we tell that glad news tonight as well. We have seen the Lord. Christ is risen. He is risen indeed. Alleluia.